Hallo und herzlich willkommen zu 10 Minuten VWL. In diesem Video lernen wir, wie wir mit dem Solo-Modell die langfristige Entwicklung einer Volkswirtschaft analysieren können und wie wir den Kapitalstock, das Einkommen und den Konsum pro Kopf im Steady State berechnen können. Außerdem werden wir sehen, wie sich die Veränderung der Sparquote kurz- und langfristig auf die Volkswirtschaft auswirkt. Beim Solo-Modell haben wir einige wichtige Zutaten und eine der wichtigsten Zutaten ist die Produktionsfunktion. Diese Produktionsfunktion kombiniert die Produktionsfaktoren Kapital, stellt euch sowas wie Maschinen vor, und Arbeit, also die Anzahl der Arbeitskräfte oder die Anzahl der Arbeitsstunden in der Volkswirtschaft, zum Output, also zur Produktion, aber auch zum Einkommen in unserer Volkswirtschaft. Wir erinnern uns, dass in einer Volkswirtschaft die Produktion und das Einkommen, aber auch die Nachfrage, die uns hier nicht so besonders interessiert, letztendlich das Gleiche sind. In den meisten Fällen werdet ihr es mit der sogenannten Cobb-Douglas-Produktionsfunktion zu tun haben. Diese Produktionsfunktion kombiniert die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit, indem diese miteinander multipliziert werden, und beide Produktionsfaktoren haben noch einen Exponenten, nämlich Alpha und 1 minus Alpha, wobei dieses Alpha üblicherweise zwischen 0 und 1 liegt. Wie praktisch alle Produktionsfunktionen, die wir beim Solo-Modell verwenden, hat auch unsere Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mehrere sehr wichtige Eigenschaften, die auch gerne in Prüfungen gefragt werden, die uns aber auch helfen, das Modell zum einen einfacher zu lösen und zum anderen auch gut zu verstehen. Und die erste Eigenschaft sind die sogenannten konstanten Skalenerträge. Das bedeutet, wenn wir alle Inputs, in dem Fall Kapital und Arbeit, gleichzeitig verdoppeln, dann verdoppelt sich auch der Output. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die zweite sehr wichtige Eigenschaft damit, was passiert, wenn wir nur einen Inputfaktor, zum Beispiel Kapital, verändern, während wir den anderen, zum Beispiel Arbeit, konstant halten. Konkret gehen wir davon aus, dass bei unserer Produktionsfunktion positive, aber abnehmende Grenzprodukte bzw. Grenzerträge in beiden Produktionsfaktoren vorliegen. Ein positives Grenzprodukt meint, wenn ich diesen einen Produktionsfaktor, zum Beispiel Kapital, erhöhe, dann steigt dadurch auch mein Output. Stellen wir uns vor, ich habe da eine Fabrik mit 5 Maschinen und 20 Arbeitern und ich stelle denen eine 6. Maschine in die Fabrik rein, dann steigt dadurch der Output. Aber dieses positive Grenzprodukt, das ist abnehmend. Das bedeutet, wenn ich denen die 7. und die 8. und die 9. Maschine dazugebe, während ich den Faktor Arbeit weiterhin konstant halte, dann steigt natürlich weiterhin der Output, aber dieser Anstieg wird immer geringer. Die 6. Maschine, die ich den Arbeitern gebe, die erhöht den Output also vielleicht um 10 Einheiten, die 7. Maschine erhöht den Output noch um 8 Einheiten, die 8. Maschine erhöht den Output nur noch um 7 Einheiten und so weiter. Konzeptionell besteht also der Unterschied zwischen Skalenerträgen und diesen Grenzprodukten darin, dass ich bei den Skalenerträgen beide Inputs gleichzeitig verdopple oder verdreifache, wohingegen ich bei der zweiten Eigenschaft, bei den positiven Grenzprodukten, einen Input erhöhe und den anderen konstant halte. Mit unserem Solo-Modell möchten wir ja analysieren, wie sich die Volkswirtschaft langfristig entwickelt. Insbesondere interessieren wir uns dafür, wie sich das Einkommen pro Kopf, das Einkommen pro Person in der Volkswirtschaft entwickelt. Wenn wir zum Beispiel die Lebensqualität in China mit der Lebensqualität in der Schweiz vergleichen wollen, dann macht es natürlich keinen Sinn, die gesamte Produktion der Schweiz mit der gesamten Produktion von China zu vergleichen. Da sieht die Schweiz ziemlich schlecht aus, sondern wir sollten das Ganze in Pro-Kopf-Größen runterrechnen, um eben zu berücksichtigen, dass in China einfach viel mehr Menschen leben. Deswegen konzentrieren wir uns in unserer Analyse auf das Einkommen pro Person bzw. das Einkommen pro Kopf. Und ihr seht schon daran, wie ich das Einkommen pro Kopf, nämlich das gesamte Einkommen Y geteilt durch die Anzahl der Menschen in der Volkswirtschaft N definiere, dass ich hier keinen Unterschied mehr mache zwischen dem Arbeitsinput und der Bevölkerung an sich. Manche Dozenten nennen das Ganze nicht Einkommen pro Kopf, sondern Einkommen pro Erwerbstätigem. Die machen dann noch einen Unterschied zwischen der Bevölkerung und dem Arbeitsinput, aber ich glaube, das Fass müssen wir hier nicht aufmachen. Weiterhin sehen wir hier auch eine Vereinbarung zur Notation, nämlich, dass wir die Pro-Kopf-Größen, zum Beispiel hier unser Einkommen pro Kopf, mit kleinen Buchstaben bezeichnen und die absoluten Größen auf Ebene der gesamten Volkswirtschaft, die kriegen Großbuchstaben. Groß Y ist zum Beispiel unser gesamtes Einkommen bzw. unsere gesamte Produktion in der Volkswirtschaft und Groß K ist zum Beispiel der gesamte Kapitalstock.
Und jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz das Einkommen pro Kopf ein bisschen genauer an. Wenn wir jetzt nicht unser gesamtes Einkommen, sondern das Einkommen pro Kopf haben möchten, dann teilen wir eben das gesamte Einkommen durch die Anzahl der Köpfe, also durch die Bevölkerung n. Dann erhalten wir diese Gleichung. Dann sehen wir natürlich sofort, dass wir hier links eben das Einkommen pro Kopf haben, also klein y. Und auf der rechten Seite sehen wir, wir haben hier n hoch 1 minus Alpha geteilt durch n. Wir sehen, wir haben ja auch einen kleinen Trick angewendet, nämlich anstatt hier durch n hoch 1 zu dividieren, können wir natürlich auch mit n hoch minus 1 multiplizieren. Jetzt haben wir im Zähler zwei Potenzen mit derselben Basis, nämlich einmal n hoch 1 minus Alpha und einmal n hoch minus 1. Das heißt, wir können die Exponenten addieren und dann kürzt sich hier die 1 und die minus 1 heraus. Und übrig bleibt n hoch minus Alpha. Im nächsten Schritt machen wir das ganze Spiel sozusagen umgekehrt. Anstatt mit n hoch minus Alpha zu multiplizieren, können wir auch durch n hoch plus Alpha dividieren. Auf der rechten Seite bleiben damit k durch n hoch Alpha übrig und dementsprechend haben wir hier dann den Kapitalstock pro Kopf. Es macht durchaus Sinn, sich nochmal kurz anzuschauen, wie das Einkommen pro Kopf vom Kapital pro Kopf abhängt. Man nennt das auch die Produktionsfunktion in Intensitätsform, weil es euch sagt, wie der Kapitalstock pro Kopf, man sagt auch manchmal die Kapitalintensität, das Einkommen pro Kopf beeinflusst. Hier unten sehen wir das schon grafisch dargestellt. An der horizontalen Achse haben wir den Kapitalstock pro Kopf und an der vertikalen Achse haben wir das Einkommen pro Kopf. Der grundlegende Verlauf dieser Produktionsfunktion in Intensitätsform, der wird von dem positiven, aber abnehmenden Grenzprodukt von Kapital beeinflusst. Ja, wir haben vorhin gesagt, wenn wir die Menge an Arbeit konstant halten, und das machen wir ja, wenn wir hier pro Kopf sagen, pro Kopf bedeutet ja, wir halten die Menge an Arbeit letztendlich gleich 1. Und da haben wir vorhin gesagt, wenn wir mehr Kapital haben, dann steigt auch unser Einkommen pro Kopf. Aber was wir sehen ist, dass diese Produktionsfunktion in Intensitätsform immer flacher wird. Die Zunahme des Einkommens pro Kopf, wenn wir mehr und mehr Kapital haben, die wird immer geringer. Die zweite und eigentlich auch schon letzte wichtige Zutat vom Solow-Modell, die sagt uns, wie sich der Kapitalstock in der Volkswirtschaft im Laufe der Zeit verändert. Konkret sieht es so aus, dass wir in jeder Periode in unserer Volkswirtschaft in neues Kapital investieren. Das sind die Investitionen IT. In einer geschlossenen Volkswirtschaft, wo kein Kapital von außen kommen kann, in der wir zudem den Staat ignorieren. Das heißt, wir nehmen mal an, dass der Staat weder Staatsausgaben hat, noch dass er Steuern von den Haushalten erhebt. Da muss dann zwangsläufig gelten, dass die Investitionen der Ersparnis der Haushalte entsprechen müssen. Und diese Erkenntnis machen wir uns hier zunutze, indem wir sagen, okay, die Haushalte, die sparen einen festen exogenen Anteil S ihres Einkommens. Zum Beispiel S gleich 0,2 würde bedeuten, die Haushalte sparen 20% ihres Einkommens. Und da wir bereits wissen, dass unser gesamtes Einkommen der Volkswirtschaft YT beträgt, dann folgt daraus, dass die gesamte Ersparnis in der Volkswirtschaft und damit letztendlich auch die gesamten Investitionen in der Volkswirtschaft S, also Sparquote, mal unser Einkommen Y sein müssen. Während unsere Investitionen, also unsere Ersparnisse, den Kapitalstock von Periode zu Periode erhöhen, geht im selben Zeitraum ein gewisser Teil der Maschinen, ein gewisser Teil des Kapitals, das wir haben, kaputt. Konkret sagen wir, dass der Anteil Delta, zum Beispiel Delta gleich 0,2, also 20%, des Kapitals KT, das wir gerade haben, durch Verschleiß verloren geht. Und daher sagen wir, dass die Abschreibungen Delta mal KT betragen. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Kapitalstock KT haben, dann kommen in der nächsten Periode unsere aktuellen Ersparnisse und damit Investitionen, S mal unser aktuelles Einkommen YT, obendrauf und gleichzeitig geht der Anteil Delta der Maschinen KT, die wir gerade haben, durch Verschleiß verloren. Und aktueller Kapitalstock plus Investitionen abzüglich Verschleiß gibt uns den Kapitalstock in der nächsten Periode. Das können wir schnell umschreiben, indem wir das KT einfach auf die linke Seite ziehen und dementsprechend haben wir es dann hier mit dem Minus. Und abschließend sagen wir, okay, auf der linken Seite haben wir jetzt die Veränderung unseres Kapitalstocks zwischen dieser und der nächsten Periode und das bezeichnen wir mit Delta KT. Ja, dieses Dreieck, das ist ein großes griechisches Delta und das ist ein Zeichen für die Veränderung. Die absolute Veränderung unseres Kapitalstocks
das heißt die Nettoinvestitionen in der Volkswirtschaft, entsprechende Differenz aus den gesamten Ersparnissen der Volkswirtschaft und damit den Bruttoinvestitionen abzüglich der Abschreibungen, abzüglich dem Kapital, das durch Verschleiß verloren geht. Was uns eigentlich interessiert, ist die Entwicklung des Einkommens pro Kopf, unser Maß für den Wohlstand in einer Volkswirtschaft. Und wir haben schon gesehen, das Einkommen pro Kopf hängt insbesondere vom Kapital pro Kopf ab. Und daher wollen wir jetzt nicht unbedingt wissen, wie sich der gesamte Kapitalstock da oben entwickelt, sondern Kapitalstock pro Kopf. Und dann wissen wir, was mit dem Einkommen pro Kopf passiert. Der Schritt, den wir hier noch brauchen, der ist eigentlich sehr schnell gemacht, nämlich wir teilen hier oben beide Seiten unserer Gleichung durch n, durch die Bevölkerung, das heißt durch die Anzahl der Köpfe. Und dementsprechend haben wir dann hier links Delta K durch n und auch auf der rechten Seite teilen wir den gesamten Ausdruck durch n. Damit haben wir dann links nicht mehr die Veränderung des gesamten Kapitalstocks, sondern die Veränderung des Kapitals pro Kopf. Und auf der rechten Seite haben wir hier zum einen mal y, das gesamte Einkommen, geteilt durch n. Und das ist das Einkommen pro Kopf. Genauso haben wir hier auch K, den gesamten Kapitalstock, die Anzahl der Maschinen geteilt durch n. Und das ist unser Kapital pro Kopf. Abschließend brauchen wir nur noch einen Schritt. Wir wissen nämlich, unser Einkommen pro Kopf, klein y, ist unser Kapital pro Kopf hoch Alpha. Und wenn wir das dort einsetzen, dann haben wir letztendlich die zentrale Gleichung unseres Solo-Modells, die uns sagt, die Veränderung des Kapitals pro Kopf zwischen dieser und der nächsten Periode entspricht S mal K hoch Alpha minus Abschreibungsquote mal das Kapital pro Kopf, das wir gerade haben, weil von unserem Kapital pro Kopf eben der Anteil Delta durch Verschleiß verloren geht. Wir sehen also, dass zwischen unserer Gleichung oben, die uns sagt, wie der gesamte Kapitalstock sich entwickelt, und unten der Gleichung, die uns sagt, wie der Kapitalstock pro Kopf sich entwickelt, kein großer Unterschied besteht. Diese Unterschiede kommen erst dann, wenn wir fortgeschrittene Varianten von dem Modell diskutieren, zum Beispiel wenn wir Bevölkerungswachstum haben oder sowas wie technologischen Fortschritt. Das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Wenn euch solche Varianten interessieren, schreibt das unten in die Kommentare, dann kann ich auch ein entsprechendes Video noch dazu machen. Jetzt wollen wir diese zentrale Gleichung des Solo-Modells grafisch darstellen. Und um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, teilen wir die rechte Seite in den positiven Effekt, S mal K hoch Alpha, und den negativen Effekt, die Abschreibungen, und die Differenz aus beidem, das ist dann die Veränderung unseres Kapitalstocks pro Kopf. Wenn wir jetzt beides hier darstellen möchten, dann tragen wir an der horizontalen Achse naheliegenderweise den Kapitalstock pro Kopf, klein k, ab. Und wenn wir wissen möchten, wie S mal K hoch Alpha grafisch aussieht, dann schauen wir am besten zunächst mal die Produktionsfunktion K hoch Alpha an. Die haben wir vorhin schon mal gesehen. Das ist diese konkav verlaufende Funktion, das heißt, die hat eine positive Steigung hier, aber die wird immer flacher. Und unsere Ersparnisse bzw. Investitionen pro Kopf, das Grüne, die entsprechen ja schlicht dem Anteil S unseres Einkommens pro Kopf. Der grundsätzliche Verlauf der grünen und der blauen Kurve ist dementsprechend analog, nur ist die grüne entsprechend nach unten gedrückt. Die roten Abschreibungen in unserem Zahlenbeispiel betragen 10% des aktuellen Kapitalstocks. Dementsprechend sind unsere Abschreibungen eine Gerade mit der Steigung 0,1. Das, was uns eigentlich interessiert, nämlich das Delta K, die Veränderung des Kapitals pro Kopf, das ist nun die Differenz zwischen der grünen Kurve und der roten Gerade. Machen wir mal ein kurzes Beispiel. Wenn der aktuelle Kapitalstock 10 Einheiten pro Kopf beträgt, dann betragen die aktuellen Ersparnisse ungefähr 1,6 Kapitaleinheiten. Gleichzeitig gehen 10%, also in dem Fall eine Kapitaleinheit, durch Verschleiß verloren. Und die Differenz aus beidem, das ist die Zunahme des Kapitalstocks von dieser Periode zur nächsten. Solange wir also in einem Bereich sind, wo die grüne Ersparnis- bzw. Investitionskurve über den Abschreibungen liegt, nimmt unser Kapital pro Kopf zu und wir wandern in dem Graph nach rechts. Wir sehen aber auch, dass wir dann früher oder später an einen Punkt kommen, wo die Bruttoinvestitionen, das, was wir in neues Kapital stecken, genau noch ausreicht, um den aktuellen Verschleiß auszugleichen. Das bedeutet, der Kapitalstock pro Kopf, klein k, verändert sich dann von dieser zur nächsten Periode nicht mehr. Diese Situation, diesen stabilen Zustand, wo der Kapitalstock pro Kopf dann konstant bleibt, sobald wir dort einmal angekommen sind, das bezeichnen wir als Steady State. Diesen Steady State Kapitalstock können wir natürlich auch berechnen, das machen wir gleich.
Wir sehen aber auch, sobald wir den Kapitalstock im Steady State kennen, können wir mithilfe der Produktionsfunktion auch das Einkommen im Steady State grafisch ablesen und, werden wir auch gleich machen, berechnen. Und damit noch nicht genug, wenn wir wissen, wie hoch unser Einkommen pro Kopf ist, unser Y-Stern, und wir wissen, wie viel wir sparen, das ist die grüne Kurve, dann wissen wir auch, die Differenz zwischen dem, was unser Einkommen ist und dem, was wir sparen, ist das, was wir konsumieren. Und wir können das hier sehr schnell berechnen, nämlich indem wir genau unser Ergebnis von eben verwenden, indem wir sagen, im Steady State, im langfristigen Gleichgewicht, sind die Ersparnisse pro Kopf genauso groß wie die Abschreibungen pro Kopf. Und wenn wir wissen möchten, wie hoch der Kapitalstock im Steady State ist, na gut, dann lösen wir eben nach diesem Kapitalstock auf. Das machen wir, indem wir hier oben zunächst mal durch k hoch Alpha dividieren. Dann fliegt das hier links natürlich raus. Und auf der rechten Seite haben wir dementsprechend k hoch minus Alpha. Im nächsten Schritt tauschen wir zum einen die linke und die rechte Seite aus und zum anderen dividieren wir beide Seiten noch durch Delta. Wie kriegen wir jetzt noch den Exponenten hier weg? Na, wir haben ja k hoch 1 minus Alpha, wollen aber nur k haben. Diesen Exponenten kriegen wir los, indem wir beide Seiten hoch 1 durch 1 minus Alpha nehmen. Na, das sehen wir hier am Schluss, wenn wir beide Seiten, ich schreibe das nochmal auf, hoch 1 durch 1 minus Alpha nehmen, dann kürzt sich der Exponent auf der linken Seite heraus und wir haben nur noch k und auf der rechten Seite haben wir dementsprechend dann das Ganze hoch 1 durch 1 minus Alpha. Wir wissen ja schon, dass unser Einkommen pro Kopf dem Kapital pro Kopf hoch Alpha entspricht. Das heißt, wenn wir unseren Kapitalstock pro Kopf im Steady State kennen, müssen wir den einfach hoch Alpha nehmen und damit haben wir dann unser Einkommen pro Kopf im langfristigen Gleichgewicht. Und zuletzt der Konsum pro Kopf. Wir wissen ja, dass wir den Anteil S unseres Einkommens sparen und dementsprechend konsumieren wir den Anteil 1 minus S unseres Einkommens. Und dementsprechend ist unser Konsum im langfristigen Gleichgewicht 1 minus S mal, unser Einkommen Steady State, das, was wir gerade ausgerechnet haben. Wenn euch mein Video bis hierhin geholfen hat, würde es mir enorm weiterhelfen, wenn ihr mir ein Like für den YouTube-Algorithmus dalasst. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr auch Videos zu anderen Makro- und Mikrothemen findet, dann lasst am besten ein Abo da und schaltet auch die Benachrichtigungen ein. Jetzt schauen wir uns noch an, wie sich eine Veränderung der Sparquote kurz- und langfristig auf die Volkswirtschaft auswirkt. Diesen Anstieg der Sparquote analysieren wir wieder grafisch. Konkret nehmen wir an, dass die Sparquote von 50 auf 60% steigt. Und jetzt schauen wir, wie sich unser Diagramm verändert, wenn wir die Sparquote auf 60% erhöhen. Da wir jetzt von jedem Einkommen, das wir erzielen, nicht mehr 50, sondern 60% sparen, verschiebt sich bzw. drücken wir die grüne Ersparniskurve nach oben. Und das führt natürlich dazu, dass wir im neuen Steady State, im Schnittpunkt der neuen Ersparniskurve mit den alten Abschreibungen, jetzt einen höheren Kapitalstock pro Kopf haben. Kurzfristig laufen wir also vom alten Steady State, K Stern, in dem Fall in Höhe von 25, zum neuen Steady State nach oben. Der neue Steady State liegt hier bei 36 Kapitaleinheiten. Sobald wir aber im neuen Steady State angekommen sind, ist unser Kapital pro Kopf wieder konstant. Wir haben also lediglich einen kurzen Wachstumseffekt. Kurz nimmt unser Kapital pro Kopf und damit natürlich auch unser Einkommen pro Kopf zu. Sobald wir einen neuen Steady State erreichen, ist es aber mit dem Wachstum wieder vorbei. Unser Kapital pro Kopf, genauso wie auch unser Einkommen pro Kopf und unser Konsum pro Kopf, die sind wieder konstant. Wir sehen hier, dass durch den Anstieg der Sparquote der Steady State Kapitalstock und das Steady State Einkommen auf jeden Fall steigt. Das seht ihr natürlich auch sofort hier in diesen Folien. Nur eine höhere Sparquote führt zu einem höheren Steady State Kapital und zu einem höheren Steady State Einkommen. Aber beim Konsum pro Kopf gilt das nicht zwangsläufig. Eine höhere Sparquote führt zwar zu einem höheren Einkommen im Steady State, aber von diesem höheren Einkommen spare ich jetzt einen höheren Anteil und dementsprechend konsumiere ich einen geringeren Anteil. Man kann mit der sogenannten goldenen Regel berechnen, welche Sparquote tatsächlich den langfristigen Konsum maximieren würde. Konkret ist das für eine Sparquote in Höhe von S gleich Alpha der Fall. Wenn euch das interessiert, wenn ihr Fragen dazu habt oder noch bestimmte Wünsche zu Modifikationen oder anderen Varianten vom Solo-Modell habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare und wenn ich dann Zeit habe, mache ich dazu noch ein kleines Video. Weiterhin findet ihr unten in der Beschreibung auch noch Links, wo ihr diese Folien, die ihr gerade gesehen habt, herunterladen könnt.
Auch einen Link zu dieser interaktiven Grafik, mit der ich gerade rumgespielt habe. Und als letztes findet ihr unten auch noch eine PDF mit einem Zahlenbeispiel zum Download. Auch da klickt einfach drauf und könnt euch die PDF direkt auf den Rechner ziehen. Keine Anmeldung, kein gar nichts. In jedem Fall viel Erfolg beim Einüben und bis zum nächsten Mal.